Günstige Kastenwagen mit Allradantrieb. Ja, das hat sich die Firma Etrusco aus dem Hymer-Konzern auf die Fahne geschrieben. Und ihr habt es hinbekommen, das ist jetzt nicht der 9. Abklatsch einer Konzerntochterkopie, sondern ihr seid Innovationsführer auch im Konzern. Ihr habt viele Sachen, die es nur bei Etrusco gibt, die dann vielleicht es mal irgendwann anders gibt. Aber dieses Allradfahrzeug zu dem Preis ist eingeschlagen wie eine Bombe, oder? Ja, läuft richtig gut an. Innovation ist der X-Flip. Das ist das große Highlight. Wir haben genau unseren Ford Campervan 600 DF 4x4 mit Allrad, mit dem X-Flip. Genau, den präsentieren wir jetzt hier sehr breit und stark auf den Caravan-Salon hier in den heiligen Hallen der Caravan-Branche mit Etrusco-Stand in Halle 6. Genau, das ist das X-Flip. Du willst direkt zum Highlight, oder Sven? Ich will jetzt erstmal deinen Namen erfahren, okay. Wie du heißt. Ja, ich bin Lukas, genau, und begrüße euch recht herzlich und gerade dich, Sven. Schön, dass du bei uns bist heute am ersten Qualify Day vom Caravan Salon 2023 bei uns am Etrusco. Ja, wir sind komplett im Englischen angekommen, komm mal mit, denn ihr erweitert nämlich euer Marktgebiet permanent. Ihr seid jetzt nicht nur in deutschsprachigen Regionen unterwegs, sondern ihr seid tatsächlich schon im Ausland gelandet, wo man Englisch ganz gut gebrauchen kann, oder? Ja, also wir haben seit 6 Jahren bauen wir wirklich ein starkes Händlernetz auf, sind auch in vielen Ländern unterwegs. Wir haben es schon nach Japan sogar schon geschafft. Neuseeland sind wir unterwegs, also auch wenn der Etrusco-Kunde unterwegs ist im Urlaub, hat er da nochmal Ansprechpartner. Ja. Kommt, wird immer mehr. Genau. Das heißt, ihr seid aber ein kleines Team, oder? Ihr seid gar nicht so 1000 Leute oder so? Für die Produktion natürlich. Nee, für die Steuerung meine ich. Ja, genau. Wir sind ein schlankes, gutes Team. In Leutkirch sitzen wir, da haben wir... Im Allgäu. Im Allgäu, genau. Leutkirch im Allgäu. Da haben wir Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und die Geschäftsführung. So können wir uns einfach sehr gut miteinander und schnell miteinander abstimmen. Und ich glaube, das merkt man bei uns an der Marke draußen auch, dass wir sehr schnell und agil sind bei den Innovationen, die wir bringen, wie wir agieren können, Rückmeldungen geben. Ja. Super. Was ist das hier? Das ist der X-Flip. Jetzt sind wir bei dem. Unser großes Highlight. Wir präsentieren es jetzt hier live für den Endkunden und zwar Ford. Kühlschrank ist das so. Nein, genau. Vermutungen sind eigentlich, wenn du es. Wir starten mal anders, pass auf. Ich bin mal gespannt. Ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Ja. Und hier steht auch nur bitte mit Standpersonal bedienen, weil auf die Idee. Ach, jetzt habe ich es gerafft? Okay. Nein, du darfst jetzt so nicht. Ich darf noch nicht gucken. Geheimnis. Okay, Geheimnis. Dann zeig mal. Das heißt, du hast erstmal geguckt, ob da nichts dahinter liegt, oder? Ja, das war eine Matratze. Kommt das so aus dem Zaubertrick-Genre? So. Eigentlich so starten wir das Ganze. Also, Ford kennst du ja, oder? Der Campervan, der Transit hat ja einfach, der ist ein bisschen schmaler. Und deswegen wird es drin immer ein bisschen kritisch mit der Bettenlänge. Das war einfach ein mega Thema dafür, der hat eine schöne Stehhöhe, das ist höher, aber ein bisschen schmaler. So, und es gibt schon auf dem Markt hier und da, ich sag mal, Kompromisslösungen, die sehen von außen, merkt man sofort, dass da was umgebaut worden ist, ja, oder man gibt sich mit der Kürze des Bettes zufrieden. So, wenn du dir das Fahrzeug jetzt so anschaust von draußen, fällt es mega auf, haben wir die Außenform verändert? Ja, aber nicht. Das war eine Suggestivfrage. Genau. Sieht jetzt eigentlich aus wie ein Fenster. So, jetzt hier hinten. Oh, ich feiere dich so sehr, wie du das präsentierst, weil du bist wirklich verliebt in die Lösung, oder? Ja, es ist auch so ein bisschen auch mein Lieblingsmodell. Also alle haben wir gleich lieb, aber mit dem war ich ja selber auch unterwegs. Den habt ihr besonders lieb. Den habe ich besonders lieb. Genau. Okay, zeig mal. So, du hast jetzt hier das Thema. Also, sag mal, ist das ein Prototyp, oder? Nee, das ist jetzt bei uns Serie. Serie jetzt. Serie, ja. Also es ist nicht mehr, dass es vielleicht funktionieren könnte, sondern es funktioniert. Genau. Ja. So, bitteschön. Also Thematik hier. Die Länge ist jetzt nicht überragend. Und wir haben uns nicht mit einem Kompromiss, wo du rechts und links mit zu backen ein paar Zentimeter rausholst, sondern wir haben gesagt, wir wollen richtig fett 37 Zentimeter innen drin nochmal rausholen. Krass. Und das ist richtiges Holz, oder? Genau, das heißt, das ist jetzt keine Plane oder irgendwas, wo dann einer mit dem Messerchen dir in die Füße sticht? Nee, jetzt haben wir ja gesagt, keine Kompromisse. Und hier holen wir wirklich ordentlich Länge raus mit 37 Zentimeter mehr. Also du und ich, kein Problem, da jetzt die Füße auszustrecken. Super, zeig mal, wie das Darf geht. Ich dir vielleicht einfach mal zeigen, du filmst es von außen und ich mach's von innen auf, damit du mal siehst, wie das aufklappt und so. Mach mir mal einen Gefallen, leg dich mal rein. Ich will mal sehen, wie groß bist du denn? 1,85. Ja, leg dich mal rein, dann sehen wir das direkt mal. Wir klappen das gleich nochmal zusammen. Dass wir den Reinlegen, gell?
Ja, finde das ganz toll, wenn die Leute aus dem Allgäu sich mal hinlegen, denn die Frage ist ja in der Praxis, ist dieses Loch groß genug für die Füße? Und du hast es selbst schon probiert. Also jetzt. So, und da haben wir es. Du hast übrigens, vielleicht ganz wichtig, du hast spezielle Schuhe an für die Halle. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr durch die Dinger geht. Und jetzt bist du hier Geh mal praktisch so, drin. Das wäre jetzt ja gedanklich, wo es aufhört. Ja? Wenn ich es nicht habe. Und dann mache ich die X-Flip-Funktion. So, und jetzt können wir. Also so. Ist es so? Ja? Das heißt, die Füße, du hast ja normalerweise im Schlafbereich, ist der Fußbereich immer sowieso mal ein bisschen kleiner, also bei den Querschläfern. Und hier ist es genauso, du hast also ein großes Fach, wie breit ist das? Die Breite muss ich gerade nachgucken. Für uns ist ja wichtig die Länge, 37. 37 cm lang, Was wird das sein? 80 Meter. Ja, 70, 80 Zentimeter. Okay, auf jeden Fall breit genug, das sieht man sehr schön. Und für die Füße unten. Oben haben wir ja die Schulterbreite, unten hast du die Füße. Ich war jetzt sogar mit Schuhen drin. Das ist einfach die Lösung. Du siehst es von außen nicht und hast von innen den ganzen Komfort. Das ist ja eigentlich das, was die meisten Leute haben wollen. Von außen kompakt, von innen Länge. Und wir haben es ja wirklich mit einer schönen mechanischen Lösung, ja, die von außen nicht auffällt. Das ist so ein bisschen das trojanische Pferd. Ja, von außen, zack, sehe ich es nicht, dann klappe ich es auf. Es fällt raus und dann... Ist natürlich schön auf der Fahrerseite. Das heißt, würde ich jetzt nicht rausklappen an der Bundesstraße. Ja? Der Motorradfahrer wird es dir danken, aber auf dem Campingplatz ist das bestimmt ganz super. Komm mal gerade mit, Lukas. Wir zeigen mal gerade, wie es nochmal zusammengeklappt wird. Also ich finde es erstmal geil, weil es ist so einfach und dass da bisher noch keiner drauf gekommen ist, das ist ein Hammer. Und jetzt wird es demonstriert. Was hast du innen gemacht, damit es funktioniert? Genau, du musst das Matratzenteil legst du einmal raus, damit du ihn hochklappen kannst. Genau, ja, ich finde, wie du sagst, musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Wo ich es jetzt hinstelle, ist natürlich für den Campingplatz gedacht, dass ich auf der Seite sicher bin. Aber für uns ist es schon witzig, so wie so ein Slider, oder? Die großen Amerikaner machen das. Wir setzen uns dahin mit unserem schönen Ford Campervan. Kannst dich daneben stellen, dann vielleicht, wenn du es von innen aufmachst und es klappt raus, kannst du ja so ein kleines Piep-Piep mit dazu, als wenn halt gerade so ein Traktor rückwärts fährt. Ich würde noch eine kleine LED würde ich hier auf die Ecke setzen. Also das ist, weil es ja schwarz ist. Haben wir tatsächlich, oder hier oben Ja. LED-Leiste, dass du dann auch noch eine Beleuchtung hast, falls du hier nochmal sitzt. Ich finde es cool. Du kannst ja auch hier drunter setzen, hast ein Dach. Kannst du, wenn es regnet. Wir packen dich direkt ein ins Produktmanagement für Innovation. Ja? Also ich finde es total geil. Wenn du nochmal zeigst, wie es zusammengeklappt wird. Kann man das von außen eigentlich, ohne dass ich das will, zusammenklappen? Also, Hat das eine Sicherung, dass einer jetzt irgendein Spaßvogel das denn einfach hochklappt, während ich drin bin? also hochklappen ohne das zu wollen, nee, also es hat keine Entriegelung. Genau, und hochklappen geht, indem du einmal den Boden hoch machst und dann... Nee, ich wollte darauf hinaus, wenn ich jetzt das Fahrzeug verlasse. Ja. Also das heißt, dann ziehe ich es natürlich dass ein. jemand von außen dann Ja. frech ist und dir dein Bett wieder kleiner macht. Wieder kleiner macht. Ja, in der Praxis ist das ja nicht so. Nee, also theoretisch könnte es. Wenn die Matratze drin liegt, wird es schwierig. Also ich sag mal, wenn man das hochklappt, kommt man eh nicht rein. Also dann ist das erstmal zu. Und dann schiebst du es zusammen, ähnlich wie so ein Zauberkünstler. Da sind Gasdruckfedern drin. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Das Ding wird verriegelt. Und es macht auf mich auch einen extrem stabilen Eindruck hier von dem Fenster, was hier verbaut ist. Das scheint so ein GFK-Teil zu sein. Ja, genau. Extrem gut verbaut und normal, ich finde die Optik, das ist ja bei uns Etrusco, wir setzen kleine gute Akzente und jetzt haben wir richtige Innovation. Von außen fällt es einfach nicht so aus. Wir haben jetzt nicht riesen aufgeblasen hinten im Heck, sondern so, wenn ich drauf gucke, ist wie ein Agent. So, und jetzt zeige ich dir einmal, vielleicht kannst du mit der Kamera von außen filmen und ich mache es von innen auf. Gerne. Damit du auch siehst, wie smooth das rauskommt. So, noch einmal. So, hier drin, ich ziehe diesen Hebel, das haben wir ja vorhin gesehen, oder? Ach krass. Ach, durch die Gasdruckfedern ist das, gell? Und dann packst du es einfach runter und fertig. Ja, das Coole ist, das kostet dann auch keine 10.000 €, nehme ich an, ne? Nee, ist bei uns Serie, ja. Wie Serie. Ja, in Serie. Bei jedem Campervan 600 DF 4x4 ist der X-Flip bei uns in Serie. Und wir sind echt stolz drauf. Das haben wir jetzt so am Markt noch gar nicht gesehen. Wir bringen es raus. So, Lukas, komm mal mit. Dann gucken wir uns das Auto von hinten mal an. Wir haben ein 6 Meter langes Auto, wir haben permanenten Allradantrieb. Genau. Der geht, glaube ich, bis 70, 80 km/h ungefähr. Ja, genau. Der schaltet sich dann nochmal zu. Und ich meine, ja, genau, wenn ich es nicht brauche, dann geht der auf, schaltet sich das Allrad ab.
Damit ich auch während der Fahrt noch ein bisschen Sprit spare. Das ist übrigens bei allen anderen Fahrzeugen auch der Fall. Wenn du jetzt einen Cooper Formentor, einen Porsche hast und so weiter, der Allradantrieb ist ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr im Betrieb. Ja. Das wissen viele gar nicht. Also der ist zum Beispiel beim Cooper Formentor, bei dem großen, ist der Allradantrieb auch irgendwann mal abgekoppelt. Aber in den Geschwindigkeiten, wo ich ihn brauche, also wenn Matsch und Schnee ist und so weiter oder ich brauche Traktion, dann ist der Allrad da. Ja. Und es ist einfach eine schöne Soft-Offroad, ja? Soft-Offroad-Version. Ja? Wenn ich jetzt mit dem Campervan in Urlaub fahre, finde ich so richtig extrem Offroad. Also da tun wir uns schwer, ja, sehen wir uns nicht. Und hiermit habe ich einfach, wenn es glatt ist, wenn Schlecht ich Wege. mal Tirol hochfahre, die Serpentinen, wenn ich mal über den Feldweg fahre, auf einer nassen Wiese, Campingplatz, Klassiker, oder? Hab da Allrad, dann komme ich da locker vom Platz runter. Darf ich dir noch was hinten zeigen? Darf ich mal ganz kurz den Preis zeigen? Ja, weil die Leute, also der fängt an bei 65.499 €, HCV 600 DF 4x4. Genau. Wie er hier steht, kostet 78,178. Ihr habt den ein bisschen schön gemacht, oder? Ja klar, wir wollen hier auf der Messe auch zeigen, was wir können. Wir haben den richtig schön lackiert mit unserem Grey Matter. Wir haben die große Maschine drin, 170 PS auf Allrad. Und dann unser Klassiker Complete Selection. Ja, da ist das Komfort, Chassis, Multimedia-Paket mit drin. Unser wunderschöne Type X mit der Wohnwelt Emilia haben wir mit dabei. Markise in schwarz finde ich auch sehr cool mit unseren schwarzen Alufelgen, also richtigen Schuhe und richtigen Hut, wie sich das für einen guten Italiener gehört. Gut miteinander abgestimmt. Abwassertank isoliert. Allrad kann man ja auch mal los, wenn es ein bisschen kühler wird. Und genau, Heizung, Kombi 6e und eine Anhängerkupplung. Ist ja auch so ein richtig tolles Argument vom Ford Campervan, dass der bis 2800 Kilo ziehen kann. Ja. Das stimmt so, ja. Ist der Schalter, den darfst du auch wirklich entsprechend belasten. Ja. Fast 3 Tonnen Zuglast. Also du kannst ein Pferd hinten dranhängen und andere Geschichten, ja. Ein Motorrad. Ja, Du wolltest mir hinten was zeigen? Ja, genau. Das ist eine gute Überleitung. Und zwar, wir haben den 600 DF haben wir vorher auch schon gehabt. So, jetzt mit dem 600 DF 4x4 und mit dem X-Flip haben wir das Bett hinten noch ein bisschen höher gemacht, damit es halt abschließt, logischerweise. Mit dem X-Flip, mit der Betterweiterung. Dadurch ist jetzt hinten das Bett ein bisschen höher und ich schaffe es jetzt mit der Höhe bei recht vielen Fahrrädern, dass ich nur vorne das vordere Rad abnehme und dann kann ich das Fahrrad hinten reinschieben. Für die halt ihr, ich sag mal, 8.000, 10.000 € Sportrennrad haben und das sicher bei sich unterm Bett haben wollen, können Sie es jetzt hier auch mit reinlegen. Da haben wir natürlich die Zuhösen festmachen, Klassiker, die dem Camper bekannt sind und dir 100%ig, oder? Ja, Stauraum ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Man sollte auch hier die Zielgruppe ein bisschen sehen. Das ist nicht der Weltreisende, der sich so ein Auto kauft. Oft sind es Leute, die mal ein Wochenende aktiv unterwegs sein wollen, mit dem Mountainbike vielleicht rausfahren, eine tolle Mountainbike-Strecke einfach mal erkunden. Ich war gerade in Kanada, unglaublich viele Mountainbike-Strecken gibt es da und da bist du mit 2, 3 Tagen unterwegs, holst dir vielleicht noch einen Kumpel mit, machst hier oder vielleicht die Rennräder rein hinten drin und dann hast du ein Allrad und kannst stehen an Orten, wo andere nicht mehr hinkommen. Ja, genau. Das ist der Sinn dahinter. Ja. So oben hast du sogar, das finde ich total geil, so eine Leiste, dass du zum Beispiel Handtücher abtrocknen kannst. Ja. Genau, also mega schönes Gefühl. Ich muss ein bisschen von meinem Urlaub erzählen, oder? Wir waren vor der Zugspitze, haben da einen richtig guten Campingplatz gehabt. So schönes Wetter, was machst du morgens? Machst hier die Türen auf, ja, und guckst dann rauf aus die Zugspitze. Und wenn du schönes Wetter hast, kannst du es direkt auflassen. Kannst dann hier nochmal ein Handtuch hinhängen, wenn du jetzt zum Beispiel Privacy kommst. Ja. Ja. Auch einfach zum Trocknen. Es ist offen. Was ist das Hauptargument für uns? Freiheit. Und ich finde wenn ich hinten die Türen aufmache, habe hier das Bett, das ist doch das Gefühl, der Moment von Freiheit. Ich finde es. Hast du schön gesagt. Also der Moment von Freiheit, ja, wenn denn nur nicht die 78.000 €, viele junge Leute, die sich sowas gerne kaufen würden, dann kann ich mir vorstellen, dass gerade so die Zielgruppe in deinem Alter dann oft da ein bisschen stöhnen und sagen, 80.000 €, das ist aber viel Geld. Aber ihr habt eine Finanzierung, habe ich gesehen, 2,99%. Im Moment liegt der Zins ja bei 6. Ist das hier ein Angebot auf der Messe? Ja, da haben wir richtig auf den Putz. Wie du sagst, über 6% liegt aktuell der Zins. Da haben wir jetzt 2,99 hier auf der Messe als Aktion. Haben auch nochmal andere Modelle, die halt sehr lange gehen. Wäre jetzt für mich auch attraktiv. Wer da Interesse hat, herzlich eingeladen. Wir haben jetzt man darf ja heute schon rein an den Fach- und Pressebesuchertag. Heute ist übrigens Freitag, der 25. August. Genau. Für alle, die es haben. Türen sind offen, kommt her. Herzlich eingeladen. Wenn du mal so lieb bist, mach mal auf. Hier ist wahrscheinlich Gas drunter. Jetzt haben wir hier ein bisschen die Treppe. Ja, ich krieg's jetzt.
Geht. Also 2x11 Kilo. Genau. Die sind da. Nachrüsten kann ich alles, aber aufgrund natürlich der hohen Dämmungswerte hier in so einem Auto drin, ihr habt eine extrem große Dämmung hier drin, ist der Gasverbrauch natürlich entsprechend gering. Du hast ja hier quasi ein voll integriertes Van-Modell mit Dämmung. Habt ihr die Türen auch gedämmt eigentlich? Ja, haben wir auch gedämmt in der Innenverkleidung. Okay, also alles das, was der Selbstausbauer machen würde, zum Beispiel Dämmung, Wärmedämmung rein, diese ganzen Wärmebrücken, die natürlich gedämmt, das ist mit drin. Was ich gut finde, ihr habt das Originalfenster drin gelassen. Das kannst du zwar nicht öffnen, aber für die Optik ist das so hammergeil. Da habt ihr eine Folie drüber geklebt, das ist so cool. Ja, ich finde, also Dankeschön, ich nehme das Lob auch gerne an. Ich finde, der sieht von außen einfach spitzenmäßig aus. Diese graue Lackierung, die wir haben, ist ja sehr im Trend. Und dann mit den schwarzen Akzenten, mit der Alufelge. Von außen, ja, macht er doch richtig was her, oder? Sven, sag du es, du bist vielleicht neutraler als ich. Ich finde den ganz toll. So, jetzt habe ich es gesagt. Komm, wir gehen mal rein. Gucken uns den mal an. Also neu, das 2024er Modell mit eurer Luke hinten drin. Dann hast du hier ein Fliegengitter. Das war beim Ford immer ein bisschen tricky. Das habt ihr jetzt perfekt gelöst. Sag mal bitte. Gibt es zweiteilig. Also erstmal die Seite. Hier auch noch mal, wer jetzt mal Großfläche hier zumachen will beim Kochen, ja, kommt ja auch noch frische Luft. Und wenn ich aber hier sage, zack, komplett eine saubere Lösung, damit einfach keine Fliegen reinkommen. Wenn ich meine italienische Pasta gerade koche, ja, das Nudelwasser. Die Biester werden immer kleiner, das kommt mit dazu und du siehst sie nicht und ich sehe, das schließt wirklich gut ab, dadurch, dass die ja CO2 riechen können, ja, die Kohlendioxid, können die natürlich dich auf hunderte von Kilometern anlocken oder du lockst sie an. Einfach, oder die ganze Anbringung, so hier Toskana, ich schaue auf die Rehberge runter, bin hier am Kochen, zack, gib dann hier schon mal, oder den Espresso, den man ja so klassischerweise aufkocht, ja, kann ich dann hier hinstellen, kann es dann rausgeben. An die Frau, an die Kids, an die Freunde, ich finde das cool, muss ich es halt auch so, da habe ich jetzt alles auf, hier habe ich alles auf, das ist, ja, verbunden mit der Freiheit, mit der Natur. Oder einfach mit dem Flair, den ich jetzt in Italien um mich herum habe. Du kommst aus dem Marketing, ne? Nein, aus Vertrieb. Aus dem Vertrieb. Aber ich fahre halt selber damit. Ja. Bist du wirklich so begeistert? Ja. Ja. Guck mal hier, was Schönes, ihr habt alles unterfüttert. Das heißt, der Möbelbau liegt nicht einfach blank irgendwie auf dem Dings drauf, sondern alles, was knirschen kann, da habt ihr nochmal Sachen dazwischen gelegt. Ja? Genau, das ist ein bisschen der Geheimtrick. Ja? Fahrzeuge viel knirschen und Geräusche machen während der Fahrt. Das sind so Kleinigkeiten, freue mich, dass du uns ansprichst, die jetzt nicht jedem auffallen, gerade wenn man jetzt das erste Mal ein Fahrzeug kauft oder so. Das sind die kleinen Tricks, damit so ein Fahrzeug nicht knirscht. Ist halt aufwendig in der Produktion. Wir machen das, damit du einfach ein schönes Erlebnis hast, wenn du unterwegs bist. Ja, gehört zur Erwin Hümer Group. Das Ganze wird gebaut in einem namhaften Werk in der Toskana. Genau. Darf man sagen, sogar in einem High-End-Werk. Also die bauen ein anderes Fahrzeug, ich weiß nicht, ob wir darüber reden können, aber die bauen normalerweise Reisemobile in einer nochmal höheren Klasse. Und hier habt ihr etwas ganz Besonderes gemacht, um den Preis hinzukriegen. Ihr habt keine Mega-Varianz. Also das ist so. Ihr habt ein Design. Es gibt, glaube ich, noch eine zweite Designauswahl, die du mit dazu kaufen kannst. Das war's. Und das hält die Kosten gering. Ja, genau. Also wir haben einfach, wir als Erwin Hümer Group mit allen Herstellern, die wir haben und der ganzen Erfahrung und dem Team, einfach sehr viel Produktkenntnisse. Und bei Etrusco profitieren wir davon, dass wir die Grundrisse nehmen, wo wir wissen, die funktionieren gut, die werden gut angenommen. Und auch bei der Sonderausstattung, das, was rein muss. Ja, um uns auch abzugrenzen, ist jetzt nicht wie bei Mercedes, dass ich noch das und das und das und das und das, sondern bei uns das, was man braucht. Und dann zu einem extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die Zahlen geben uns ein bisschen recht, wie die Marke in den vergangenen 6-7 Jahren jetzt nach oben geht, wie es angenommen wird. Du siehst es auch an unserem Stand, wie viele Fahrzeuge wir jetzt schon ausstellen, wie wir unser Produktportfolio erweitert haben. Läuft. Wir haben das Fahrzeug Probe gefahren. Wir waren auch ein bisschen auf einer Schlechtwegestrecke. Ja. Das Fahrzeug ist extrem leise. Also wer noch nie ein Ford gefahren ist, ich fahre ja im Moment gerade in Etrusco auf Ford Automatik. Das Ding fährt 170, 180, meiner zumindest, ja. Er ist extrem leise, also er fährt sich absolut automotiv. Und alles in allem muss ich sagen, dieses Erlebnis, den ersten Ford zu fahren mit dem Fahrwerk auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten, du glaubst nicht, wie geil das Auto ist, wirklich. Ja. Ich freue mich auch, dass wir da mit Ford zusammenarbeiten. Lange Zeit war ja nicht so präsent, kam jetzt einfach in den letzten 3-4 Jahren mehr und mehr rein. Mir hat er richtig gut gefallen. Bei mir ist ein paar Jahre her, ich glaube 8-9 Jahre, das letzte Mal mit Ford gefahren bin. Jetzt in den 90 reinzusetzen, hat Spaß gemacht. Ja, die Haptik, das Gefühl. Der Allrad finde ich natürlich cool. Geh mal bitte ins Bad, zeig mal, wie das funktioniert. Bad,
Reingehen. Du bist, wie groß bist du denn? 1,85. 1,85. Also geht gerade so bei dir. Hast jetzt Schuhe an, den Rost kann man rausnehmen. Sollte man auch. Das sind nochmal zwei Sachen, wenn ich das jetzt Schuhe ausziehen würde, wie ich ja normalerweise zum Duschen reingehe. Und unten kann ich auch noch das Holzlattenrost halt rausnehmen. Genau. Hat auch den schönen Effekt, wenn ich jetzt hier drin duschen war, nehme ich das Holzlattenrost natürlich raus. Wenn dann jemand dringend auf Toilette muss, unten ist nass, Keine nasse Böse. dann lege ich das Holzlattenrost natürlich wieder rein, habe sofort einen trockenen Boden. Ja, man soll es eigentlich rausnehmen. Ich habe es immer drin gelassen, weil es liegt nämlich auf so einem Riffelding drauf. Das heißt, es trocknet ganz gut da unten. Ja. Und Genau, es hat ja von unten auch noch ein bisschen Abstand. ja, das passt. Also duschen kann man gut drin, habe ich schon gemacht. Was haben wir für ein Tankvolumen ungefähr? 100 Liter? Ja, wir müssten ungefähr 100 Liter haben. Wir laufen gleich nochmal außen vorbei und dann... Da gucken wir nochmal auf die Technik an. So. Du bist immer so aufgeregt bei den Videos, das finde ich toll. Weil dann merkt man, dass du nicht der Crack bist, ja. Der jetzt jeden Tag bei ZDF und ARD vor der Kamera steht. Das ist der Brausekopf, den kann man rausziehen, gell? Genau, zack. Nehme ich hier raus. Kannst natürlich auch nach draußen, also wenn ich jetzt mal dreckige Sachen habe oder so, wenn ich hier das Fenster aufmache oder ein Hund, kann den damit halt auch nochmal abspülen, abspritzen. Ja, tolles Modell. Du hast einen Duschvorhang mit dabei. Der ist komplett rundumlaufen, sodass du also auch nichts wirklich hier nass machen kannst. Du hast viel Platz dafür. Es ist eigentlich auch ein tolles Städtereiseding, oder? Genau. Städtereisen, wenn ich jetzt auch mal im Regen unterwegs war, ich glaube, heute ist so ein schönes Beispiel, du bist ein bisschen nass angekommen. Ne? Ja. Wenn jetzt hier drin deine Parkfläche wäre, dann würdest du hier von oben das noch runterhängen, kannst jetzt hier dein nasses T-Shirt, nasse Jacke aufhängen. Kann sogar tropfen. Ohne, dass es innen drin genau nass wird. Ja. Kann sogar runtertropfen, das spielt dann keine Rolle. Eine Sitzgruppe mit 4 Personen, üblicherweise werden ja so Fahrzeuge dann immer mit maximal 2, 3 Personen dann belegt, vielleicht auch mal 4 oder 2 Kids, die drin sind. Aufstelldach habt ihr keins, oder? Nee, bei dem Modell nicht. Ja. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist von Lippert, LT100, der Klassiker schlechthin. Damit steuerst du das ganze Auto. Was kann man hier machen, hier mit dem Display? Bist du jetzt wahrscheinlich der bessere Experte als ja gut, ich erkläre es. Also, du kannst Abwasser, Grauwasser, du kannst sehen, wie viel Prozent ist in meinen Tanks noch drin für das Wasser. Da siehst du die Batteriespannung und das ist eigentlich alles, was du sehen musst. Hier machst du an, aus, da kannst du den kompletten Block nochmal trennen und du kannst den ganzen Elektroblock über einen Schalter nochmal abschalten. Das heißt, wenn du jetzt unterwegs bist, gibt es ein Relais mit drin. Die Truma-Heizung, muss man sagen, ist eigentlich für dieses Auto überdimensioniert. Also die 6E, toll finde ich das Elektropaket. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel hier auf dem Caravansalon stehst, kannst du komplett ohne Gas heizen. Das ist total cool. Ja, und wir haben ja hier den nochmal Allrad, heißt, ich kann wirklich bei allen Wetterbedingungen losfahren, wenn der Abwassertank isoliert und beheizt und dementsprechend auch noch die Kombi 6E. Na, ich glaube, da bist du sehr gut ausgerüstet. Zeig mal die Schubladen bitte von der Küche. Was ist hier vorne? Ja, hier vorne haben wir einfach nochmal kleine Ablagefläche mit einem verschließbaren Ablagefach, dass mir da während der Fahrt nichts rausfallen kann. Mit dem Pushlock. Hier natürlich die Besteckschublade mit einem Softeinzug. Pushlock, Verschließung und dann... Ein Druckverschluss jeweils. Was ich toll finde, ist die Markise mit der Beleuchtung, die ist integriert. Das habt ihr schon mal schön gemacht. Das hier ist kein Prototyp, den kannst du jetzt so kaufen. Genau, ist jetzt verkaufsfertig, bei uns bestellbar, jetzt hier auf dem Caravansalon. Danke, genau, T-Info liefern wir nach. Entschuldige mir den Aussetzer zur Messe. Aber darf ich dir noch eins zeigen? Ja, zeig. Dann habe ich auch mit dem Schwärm, ja. Für Leute, wenn es sehr warm ist und dann im Bett liegen und wenig Lust haben, abends nochmal aufzustehen, um zum Kühlschrank zu laufen. Hier haben wir das Bett, hier hast du den Kühlschrank. Wer smart ist, legt sich dann hier das Kaltgetränk nochmal hin. Oben drauf. Genau, da kannst du rausholen. Dann kannst du mich aus dem Bett direkt rangreifen. Das sind aber kleine, schöne, charmante Lösungen. So, bitte einmal hier noch öffnen. Ja. Das ist übrigens dieses Multirail, das ist oben drüber. Und da gibt es ganz viel Zubehör für, gibt es ein Gewürzfach und so weiter und so fort. Kannst du die Sachen reinmachen. Mit Piezo-Zünde übrigens, ein Zweiflammen-Kochfeld von Dometic. Ja, komm mit. Wir machen Abmoderation. Das Ganze könnt ihr jetzt kaufen bei den ganzen Etrusco-Händlern dieser Welt. CV600D F4x4. Liebe Zuschauer von German Television, ihr dürft jetzt mal den lieben Lukas Becher, dürft ihr jetzt mal raten. Schreibt mal drunter, hat er es gut gemacht oder nicht? Ich finde, er hat es gut gemacht. Ja,
nochmal, mir macht Spaß. Also ich versuche es auch hier über meine persönlichen Erfahrungen zu kommunizieren. Ich mag das, du bist die ganze Zeit am Lachen, das finde ich gut mit den Augen. Na, am Strand von Etrusko. Wir sind auf dem Caravansalon 2023 mit 3 Filmteams. Simone und Sandra sind auch noch unterwegs, denn es gibt so viel und wir werden jetzt ganz viele neue Fahrzeuge anschauen hier auf dem Stand. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Guckt bitte mal nach. Habt ihr uns abonniert? Weil viele drücken die Abo-Taste nicht. Das kostet keinen Cent. Und abonniert bitte German Television. Drückt auf die Abo-Taste, ob ihr uns ein Like gibt. Das wäre natürlich auch ganz nett. Aber schaut mal nach, ob ihr uns abonniert habt. Die Glocke ist mir egal. Es langt mir das Abo. Ciao.